Moin zusammen, mein Name ist Jan-Henrich Löken und ich arbeite beim Industriehof Scheren-Bostel. Ich möchte mit euch heute über die Hacktechnik sprechen. Nicht im Allgemeinen, sondern über ein spezielles Thema. Wie ihr wisst, erfreut sich die mechanische Beikrautregulierung in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf das Verbot von Totalherbiziden. Auch der Einsatz in Dammkulturen, wie beispielsweise Karotten, Kartoffeln oder Zwiebeln, wird immer mehr. Da ist es etwas verwunderlich, dass es bei den meisten Herstellern keine speziellen Werkzeuge für diesen Arbeitsbereich gibt. Im Großen und Ganzen gibt es zwar Nischenprodukte, die dafür geeignet sind, aber nichts, was speziell für diese Bereiche gut ist, beziehungsweise nichts, was sich unabhängig vom Hersteller in jeder Hackmaschine einsetzen lässt. Wir vom Industriehof Scheren-Bostel haben uns deshalb ein paar Gedanken gemacht und haben ein Zusatzbauteil für den Einbau in Vibrozinken entwickelt, mit dem es möglich ist, ein handelsübliches Winkelmesser an den Winkel jeglicher Dammflanke anzupassen. Ich zeige das hier einfach mal. Das ist die gesamte Baugruppe. Wie man sehen kann, sind die meisten Teile Standard aus der Hacktechnik. Die Oberfeder beispielsweise mit der Zinkenfixierung, der Winkelmesserstiel und das handelsübliche Winkelmesser. Was wir nun gemacht haben, ist, wir haben zwischen den Winkelmesserstiel und das Winkelmesser unseren patentierten Winkelhalter gesetzt. Dieser wird mit 2 Schrauben am Stiel und mit 2 Schrauben am Winkelmesser befestigt. Und mittels dieser Klemmschraube in der Mitte kann das Messer an den Winkel der zu bearbeitenden Dammflanke angepasst werden und fixiert werden. Somit ist es möglich, den Winkel universell zu bestimmen, ohne auf irgendwelche Raster setzen zu müssen oder irgendwelche Anpassungen zu haben, die nachher vielleicht nicht zum Damm passen. Nachdem wir uns die Gesamtbaugruppe angeschaut und die Besonderheiten erläutert haben, kommen wir jetzt zum Aufbau. Wir möchten euch gerne vorführen, wie die Baugruppe als solches montiert wird. In der Regel sind die meisten Teile bereits vorhanden, da sowohl das Winkelmesser wie auch der Stiel und die Oberfeder mit der Sicherung Standardteile aus der Hacktechnik sind. Was hier jetzt neu dazukommt, ist der Winkelhalter. Dieser lässt sich stufenlos im Winkel verstellen und somit an jede Dammflanke anpassen. Der Zusammenbau beginnt mit der Oberfeder. Dies ist eine Standardoberfeder, wie sie in vielen Hacktechnikmaschinen zu finden ist. Der Querschnitt ist 32 x 12. Als erstes setzen wir die Zinkenfixierung ein. Diese wird in die hintere Biegung des Zinkens eingesetzt und im Anschluss mit einer Schraube durch die Bohrung in der Biegung in Position gehalten. Nachdem wir die Zinkenfixierung in die Oberfeder eingesetzt haben, ist diese für den Einbau vorbereitet und kann erstmal wieder zur Seite gelegt werden. Im nächsten Arbeitsschritt bringen wir den Winkelhalter am Winkelmesserstiel an. Dazu verwenden wir 2 Schrauben M6 x 25 sowie die dazu passenden Federringe und Sicherungsmuttern. Die doppelte Sicherung hat folgende Bewandtnis. Der Vibrostiel erzeugt, wie der Name schon sagt, starke Vibrationen. Die doppelte Sicherung soll ein Lösen der Schrauben und somit einen Verlust des Winkelmessers auf dem Acker verhindern. Durch die Tauchlackierung kann es durchaus sein, dass sich in den Löchern noch etwas überschüssiger Lack befindet. Dieser sollte sich aber leicht beim Durchdrücken der Schraube durch die Löcher entfernen lassen. Im Anschluss werden die Schrauben einfach mit einem Schraubenschlüssel oder mit einer Ratsche angezogen. Grundsätzlich genügt es, die Schrauben hier handfest anzuziehen. Damit ist der Stiel am Winkelhalter befestigt. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Messer einzusetzen. Entweder am oberen oder aber am unteren Ende der Dammflanke. Je nach Einsatzgebiet muss sich das Messer nach unten oder nach oben ausrichten. Die Hauptbearbeitungszone ist meistens das obere Ende der Dammflanke.
da hier der Bestand ist und auch das meiste Unkraut aufwächst. Dementsprechend empfehlen wir in der Regel die Einstellung des Messers von oben nach unten. Dazu wird das Winkelmesser so an den Halter angesetzt, dass es frei nach unten wegschwingen kann. Will man das untere Ende der Dammflanke bearbeiten, setzt man das Messer genau andersherum an den Halter. Dadurch kann das Messer dann nach oben schwenken. Hierbei ist die Arbeitsrichtung genau seitenverkehrt. Wir werden jetzt aber einmal den Standardeinbau machen für die Bearbeitung der oberen Dammflanke. Auch hier werden wieder die gleichen Schrauben und Sicherungselemente benutzt. Nachdem wir das Winkelmesser über den Winkelhalter am Stiel befestigt haben, können wir den Stiel in die Oberfeder einführen. Beim Einbau in die Maschine ist zu empfehlen, die Oberfeder alleine einzubauen und erst im zweiten Schritt den Stiel zu montieren, da, bedingt durch die große Bauform, der Einbau der Gesamtbaugruppe schwieriger ist. Im Anschluss bringen wir die Fixierung in Position, schieben den Stiel in die dafür vorgesehene Öffnung und setzen den Sicherungsring ein. Dieser soll ein Herausrutschen des Stiels aus der Oberfeder verhindern. Des Weiteren bietet der Ring Vorteile bei der Höhenausrichtung des Stiels in der Maschine. Im Anschluss wird der Stiel mit der Fixierung in der passenden Position befestigt. Nun ist die Baugruppe bereit für den Einsatz und kann, am besten direkt auf dem Acker, an der zu bearbeitenden Dammflanke ausgerichtet werden. Vielen Dank fürs Zusehen.